Herzlich willkommen bei Kauf das. In diesem Video geht es um die erste Kauf das Aktienanalyse und ich freue mich sehr drauf. Einer der ersten Punkte, die ich mir bei einem Aktienkauf anschaue, sind die aktuellsten Finanzzahlen. Am 28. Oktober 2021 hat Apple seine Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Am Chart ist zu erkennen, dass die Markterwartungen nicht ganz getroffen wurden. Die Aktie ging nach den Zahlen um ca. 3,5% runter, aber hat sich danach wieder leicht erholt. Ich halte aber nicht viel von diesen Markterwartungen und finde, dass die Zahlen in Wirklichkeit sehr gut sind. Ich sage auch warum. Für das vierte Quartal 2021 liegt ein Umsatz von 83,36 Milliarden US-Dollar vor. Das ist ein Zuwachs von ca. 29% gegenüber letztes Jahr. Das EBIT ist um fast 61% von etwa 14,8 auf rund 23,8 Milliarden US-Dollar gestiegen. Es ergibt sich eine EBIT-Marge von 28,5%, was plus 5,7% gegenüber letztes Jahr bedeutet. Der Umsatz für 2021 liegt bei 366 Milliarden US-Dollar. Das EBIT beträgt für denselben Zeitraum 95 Milliarden US-Dollar. Es liegt für 2021 ein Rekordjahr vor und die vorliegende Grafik spricht Bände. Für ein Unternehmen dieser Größe und mit den aktuellen Lieferschwierigkeiten ist das vorliegende Wachstum keine Selbstverständlichkeit, wie ich finde. Die Kursentwicklung der Apple-Aktie hat sich seit der Veröffentlichung des iPhones in 2007 sehr gut entwickelt. Am 29. Oktober 2021 liegt der Schlusskurs bei ca. 150 US-Dollar bzw. 128 Euro. Das iPhone steht grob für 50% des Umsatzes von Apple. Es ist somit die Cash-Cow des Unternehmens. Damit diese Cash-Cow am Leben bleibt, kommen jedes Jahr neue Modelle raus. Das tut der Aktie gut und es wird auch wahrscheinlich in Zukunft so weitergehen. Das Chartbild ist über einen großen Zeitraum abgebildet und es ist ein exponentielles Wachstum zu sehen. In so einem Fall macht es Sinn, den Chart logarithmisch darzustellen. Dadurch erhalten wir einen besseren Blick, in welchem Verhältnis die jeweiligen Kurse zueinander stehen. Das Chartbild erscheint uns dann weniger verzerrt. Und anstatt zu sagen, dass die Apple-Aktie überteuert scheint, kann schlussgefolgert werden, dass alles eigentlich im normalen Rahmen liegt. Logarithmisch betrachtet ist ein lineares Wachstum zu sehen, das in einem gewissen Bereich schwankt, hier als gestrichelte Linien verdeutlicht. Ein weiteres Argument, dass diese positive Kursentwicklung zukünftig so weitergeht, sind Aktienrückkäufe. Aktienrückkäufe sorgen in der Regel für zusätzliches Kurswachstum. Apple kauft seit 2012 seine Aktien zurück. Der Grund ist einfach: Apple hat zu viel Geld. 191 Milliarden US-Dollar Cash, um genau zu sein. Durch Aktienrückkäufe erhalten Aktien mehr Gewicht, weil die Anzahl der Aktien verkleinert wird. Apple hat von 2012 bis jetzt Aktien im Wert von ca. 464 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Damit könnten aktuell ca. 18% der deutschen Staatsschulden bezahlt werden, um hier mal das Ausmaß der Rückkäufe zu verdeutlichen. Ein netter Nebeneffekt der Aktienrückkäufe bezieht sich auf die Dividendenzahlungen. Da durch Aktienrückkäufe es weniger Aktien am Markt gibt, müssen für die weggefallenen Aktien keine Dividende gezahlt werden. Ein Beispiel: Obwohl 2020 die Dividende pro Aktie höher lag als 2019, zahlte Apple 2020 insgesamt weniger dafür. Zusätzlich sind die Dividendenzahlungen ein weiteres Argument, die Apple-Aktie zu kaufen bzw. zu behalten. Wie schon erwähnt, ist das iPhone die Cash-Cow des Unternehmens, aber Apple hat daneben noch ein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsportfolio, das ebenfalls viel Geld in die Kassen spült. Ich zähle mal auf: iPad, iMac, MacBook, Mac Mini, Mac Pro, Apple Watch, Apple TV, AirPods, AirTag, HomePod Mini, Pro Display XDR und Zubehör. Das waren die Produkte. Daneben gibt es unter anderem noch folgende Dienstleistungen bzw. Services: App Store, Apple Care, Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade, iCloud, Apple Podcasts, Apple Books, Apple Pay, Apple Card und Apple Fitness Plus. Die Produktpalette ist ordentlich gefüllt und es gibt immer mehr Produktvarianten. Beispielsweise erschienen früher nur 1 bis 2 neue iPhones jedes Jahr und heute sind es schon 4. Dadurch erreicht Apple mehr Kunden und sollte langfristig gesehen seine Marktanteile ausbauen können. Im Vergleich zum dritten Quartal letzten Jahres konnte Apple seine Marktanteile von 11,7% auf 15,2% ausbauen.
Unter den Top 5 Smartphone-Herstellern ist dies das stärkste Wachstum und mit neuen Produkten sollte dieses Wachstum weiter anhalten. Erst neulich am 18. Oktober 2021 hat Apple in einem Event neue Produkte vorgestellt. Ich finde, diese Events sind immer etwas Besonderes, da Apple es schafft, seine Produkte in einer unterhaltsamen, spektakulären Art und Weise vorzustellen. Diese Events erzeugen immer einen Hype um die Produkte. Das führt schon im Voraus für viel Publicity, die dem Unternehmensimage gut tut. Im Apple-Event vom 18. Oktober 2021 wurden unter anderem neben dem HomePod Mini, den AirPods der dritten Generation und dem MacBook Pro neue Chips, also der M1 Pro und der M1 Pro Max, vorgestellt. Die neuen Chips sind vielversprechend, sodass Apple mit ihnen innerhalb kurzer Zeit in den High-End-Bereich aufschließt. Zudem ist Apple durch seine eigenen Chip-Designs nicht mehr auf Intel angewiesen. Daraus sollten sich Kostenersparnisse und ein Alleinstellungsmerkmal ergeben. Neben den vorgestellten Produkten möchte ich noch auf die Dienstleistungen, auf Englisch Services, von Apple eingehen. Die Services sind nach den iPhones der zweitgrößte Umsatzbringer. Durch starke Umsatzzahlen im Servicebereich ist die Apple-Aktie weniger empfindlich, falls die Geschäfte mit den iPhones mal nicht so gut laufen sollten. Aber besonderes Augenmerk möchte ich auf die Bruttomarge der Services legen, denn die war in den letzten Jahren ungefähr doppelt so groß wie die der Produkte. Sie liegt bei fast 70%, was mehr als super ist. Und das Schöne ist, dass die Umsätze des Servicebereichs stetig wachsen und keinen saisonalen Schwankungen ausgesetzt sind. Ich konnte in den Berichten zwar nicht herausfinden, welche Services genau den größten Umsatz bringen, aber ich vermute, es sind der App Store und Apple Pay. Die Relevanz muss einem erst einmal klar werden. Apple ist gerade dabei, mit den Services eine zweite Cash Cow zu züchten. Und das könnte in Zukunft die Kassen noch ordentlicher klingen lassen, als sie es ohnehin schon tun. Der Grund liegt nicht nur im stetigen Umsatzwachstum, sondern auch in der starken Bruttomarge. Obwohl die Umsätze der Produkte und Services noch weit voneinander entfernt liegen, stehen die Bruttoergebnisse deutlich näher beieinander. In nicht so ferner Zukunft wäre es möglich, dass sie sich noch viel näher kommen. Neben all den positiven Dingen, die ich über Apple erwähnt habe, sollten auch die Risiken beleuchtet werden. Als erstes möchte ich auf das geringere Softwareangebot für das Apple-Betriebssystem macOS im Vergleich zum Microsoft-Betriebssystem Windows eingehen. Dies betrifft bei Apple zwar nur die Macs, aber die stehen laut Jahresabschluss 2021 für ca. 10% der Umsätze, was nicht wenig ist. Da die Macs nur einen Marktanteil von 8,8% haben, ist es für Softwareentwickler weniger rentabel, für Apple Software anzubieten. Das heißt nicht, dass es so gut wie keine Software für die Macs gibt, sondern dass im Vergleich zur Konkurrenz ein Nachteil vorliegt. Apples Erfolg beruht auf Innovation. Das Unternehmen muss sich Jahr für Jahr in einem starken Wettbewerb behaupten, um weiter wachsen zu können. Aktuell gelingt dies gut und Apples Produkte gehören auf dem Markt stets zu den besten. Aber fehlt diese Innovation, könnte es auch schnell schlecht für Apple aussehen. Apple ist weitestgehend im hochpreisigen Segment vertreten. Die Kunden sind heute bereit, die Preise zu zahlen. Aber falls es zu einer globalen wirtschaftlichen Krise kommen sollte, wo die Kaufkraft der Kunden kleiner wird, könnten sich Kunden an günstigere Produkte der Konkurrenz wenden. Apple ist abhängig von Zulieferern. Apples Zulieferer befinden sich in unterschiedlichen Ländern und unterliegen unterschiedlichen Gesetzen. Gesetzesänderungen in den jeweiligen Ländern könnten sich zum Nachteil für Apple entwickeln. Aktuell verdient Apple mit dem App Store 30% Provision, zum Beispiel für Abos oder In-App-Käufe. Ab 2022 ist es aber für einige Apps möglich, die Provision mit eigenen integrierten Links zu umgehen. Das bedeutet weniger Geld für Apple. Der sehr lukrative Spielebereich ist zwar nicht betroffen, aber die App-Entwickler dürften auch hier einen größeren Teil des Kuchens abhaben wollen. Summa summarum ist es eine beachtliche Leistung von Apple, Jahr für Jahr neue Produkte und Dienstleistungen rauszubringen und diese erfolgreich abzusetzen. Fazit: Die Finanzen sehen sehr gut aus, das Chartbild liegt im grünen Bereich, die Produktpalette ist prall gefüllt und weitere neue Modelle sind nur eine Frage der Zeit. Dazu entwickelt sich der Bereich Services sehr gut und könnte in Zukunft neben den iPhones zu einer zweiten Cash-Cow avancieren. Neben den positiven Aspekten gibt es auch einige Risiken, die nicht vernachlässigt werden sollten. Aber aktuell spricht vieles meiner Meinung nach für einen Kauf der Apple-Aktie.
Ich bin selber Apple-Aktionär und werde es, wenn sich die Gegebenheiten nicht ändern, es auch lange bleiben. Alle aufgezählten Argumente entsprechen meiner eigenen Meinung. Das Handeln mit Aktien ist immer mit einem finanziellen Risiko verbunden. Das war die Apple-Aktie bei Kauf das. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.